Mein Ro 80 ist ein ganz besonderer Ro 80. Ich gehöre nicht zu der Gruppe von Oldtimer-Fahrern, die es besonders original haben wollen. Ich habe natürlich noch andere Wankelfahrzeuge, aber der Ro 80 ist mein erstes gewesen und ist mir auch mein liebstes. Ich bin zum Ro 80 ganz komisch gekommen. Ich bin alter Motorradrennfahrer und bin mit einer Honda bei nationalen Bergrennen und Straßenrennen gestartet. Und meine Teile für die Honda habe ich mir beim Honda-Händler bestellt und abgeholt. Und eines Tages stand ein Ro 80 auf der Straße, der zum Verkauf angeboten war. Und ich bin um das Auto rumgeschlichen und habe mir gedacht, das ist so ein modernes, besonderes Auto. Das schaut ganz anders aus als die Autos aus diesen Jahrgängen. Und meine Idee war dann, das Auto muss ich haben. Ich habe dann mit dem Honda-Händler ein paar Jahre verhandelt, aber weil er das nicht losgebracht hat, das Auto, habe ich es dann recht günstig bekommen. Das war 1970, 71. Das Auto war in so einem schlechten Zustand, dass man es zwar fahren konnte, aber bestimmt nicht zulassen. Und die Restaurationsarbeit, die wir da reingesteckt haben, mein Schwager, mein Bruder und ich, wir haben dann aufgegeben. Ich wollte natürlich einen Ro 80 haben. Und dann habe ich mal einen gesucht, der fährt und der gut beieinander war. Und das ist das Auto, das ich heute noch habe. Das war dann so 1977, 78, wo ich dieses Auto gekauft habe. Ich bin ja Lehrer an einer Hauptschule gewesen, und zwar für Sport und technisches Werken. Und ich hatte da eine Kfz-Arbeitsgemeinschaft eingerichtet. Das Auto, das ich jetzt noch fahre, habe ich in einem Übermut im Winter auf einer Waldstraße in einen dort geparkten Langholzanhänger geschossen und musste den reparieren. Das war mir eigentlich zu viel Arbeit. Dann habe ich jetzt in diese Kraftfahrzeugarbeitsgemeinschaft diesen Ro 80 gebracht. Und die Kinder, es waren so 6 Jungen und 2 Mädchen, die haben das Auto mit Freude komplett zerlegt. Es war dann nur noch die Rohkarosserie da und ich wusste nicht, wie ich die loswerden soll. Dann habe ich Besuch bekommen von einem anderen Ro 80-Fan und dieser hat gesagt, die Karosserie willst du wegschmeißen, die ist doch besser wie die andere oder besser wie meine, die musst du behalten. Und dann habe ich zu den Schülern gesagt, naja, jetzt habt ihr es auseinandergebaut, jetzt wisst ihr, wie es geht, jetzt bauen wir es wieder zusammen. Und dann haben wir halt in einer größeren Aktion das Auto wieder zusammengebaut. Bei diesem Zusammenbau wurde natürlich auch die Unfallschäden behoben von diesem Waldabenteuer. Und dieses Auto fahre ich heute noch und das gebe ich auch nicht mehr her, weil es halt so eine Geschichte ist und ein Auto, das mit mir alt geworden ist. Jetzt ist das Auto für mich eine Besonderheit. Ich vergleiche es mit ganz vielen anderen Fahrzeugen aus diesem Bereich 1960 bis 1980. Und ich muss sagen, das ist ein Auto, das sehr viele Besonderheiten hat. 4 Scheibenbremsen, serienmäßig, heizbare Heckscheibe, serienmäßig, Servolenkung, Halbautomatikgetriebe. Solche Sachen, die gab es damals nur in der höchsten Klasse. Und mit dem Ro 80 hat man das also jetzt in einem Rahmen, wo es richtig Spaß macht und wo man jetzt sagen kann, ich kann einen Oldtimer fahren und ich habe eine passive und eine aktive Sicherheit, wenn ich mit meinem Oldtimer unterwegs bin. Mit so einem Ro 80 ist man meistens schneller unterwegs als mit einem normalen Oldtimer. Also die 100 oder 120 auf der Landstraße oder auf der Schnellstraße, die fahren wir nicht mit dem Ro 80. Die meisten Leute vom Frankenstammtisch, die fahren mit dem Auto auch auf der Autobahn über 150 oder über 180. Und manche, die sind dann auch immer Vollgas unterwegs. Und die Autos halten und die Autos sind zuverlässig.
Ich habe mehrere Motoren und mehrere Autos schon gehabt. Ro 80 mit 200, 250.000 Kilometer ist keine Besonderheit. Die gibt es immer wieder. Heute verwende ich das Auto, wenn ich zu Treffen fahre, wenn ich Lust habe, mit einem Wankelauto zu fahren, mit einem Wankelmotor zu fahren. Dann nehme ich den Ro 80 und fahre damit spazieren oder auch zum Einkaufen. Das ist wirklich ein Alltagsauto, wo es verwendet wird. Ich fahre im Jahr so ungefähr 50.000 Kilometer mit dem Auto. Da muss man auch das so haben, wie man es benutzen will. Und das ist bei mir zum Beispiel, da ich es als Winterauto verwende, die Standheizung und auch Sitzheizung. Ich habe eine besonders gute Beleuchtung. Das Auto fährt nämlich mit Xenon-Scheinwerfern, die es mal für BMW gegeben hat. Ich habe die amerikanischen Scheinwerfer drin. Ich habe die italienische Stoßstange dran. Ich habe Blinker aus Italien, Holzinnenausstattung, ein Momo-Lenkrad aus Holz, mit Schaltknüppel aus Holz, so wie es mir persönlich gefällt, damit ich auch mit Lust und Freude fahren kann. Mein Punkt war immer der, ich möchte das Auto haben und es sollte trotzdem den Standard von moderneren Fahrzeugen, was ja damals schon die Idee war bei der Konstruktion, das sollte es auch heute haben. Also ich wollte nicht stehen bleiben auf den technischen Gegebenheiten, die es 1967 oder 1977 gab, sondern ich habe die moderneren Sachen hier mit angeflochten, damit ich immer noch ein Auto habe, einen Oldtimer, der anders ist als die ganzen anderen. Mir gefällt mein Auto auch deswegen so gut, weil es ein weiches, bequemes Fahrverhalten hat. Durch den Rotationskolbenmotor ist natürlich die Laufruhe gegeben. Der Motor läuft ganz sanft, turbinenartig und das macht natürlich viel Laune, mit dem Auto dann zu fahren. Dazu kommt ein hervorragendes Fahrwerk mit 4 einzeln aufgehängten Rädern und mit einer Servolenkung, die serienmäßig ist. Die Bremsscheiben sind bei diesem Auto am Getriebe angebracht. Das heißt, die ungefederten Massen an der Vorderachse sind gering und dadurch rumpelt und rattert das Auto natürlich nicht. Es haftet auch gut auf der Straße und durch den Frontantrieb hat man also ein sicheres, ganz modernes Fahrgefühl. Ich habe ja noch andere Wankelfahrzeuge, auch andere Autos noch und mit dem Ro fahre ich immer ganz besonders gern, wenn ich durch die Gegend schleichen will, sanft fahren will, ruhig fahren will. Oder als Reisewagen für weite Strecken wird er auch sehr gern von mir benutzt. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich nicht nur die Karosserie und die Form und das Auto selbst lieben gelernt, sondern überhaupt das Konzept des Wankelmotors hat mich von Anfang an interessiert und ich habe mir natürlich im Laufe der Jahre auch andere Wankelfahrzeuge noch zugelegt. Diese anderen Wankelautos sind zum großen Teil Mazda. Mazda hat ja den Wankelmotor weiterverfolgt und ich habe ihn nicht nur in dem RX-7, ich habe ihn auch in einen MX-5 eingebaut und fahre damit recht gern. Und dann habe ich noch ein Sonderteil, einen Mazda aus der Vorserie, einen RX-7, den es also nur zweimal auf der Welt gibt. Und ein Motorrad mit Wankelmotor, eine Suzuki und natürlich ein Rasenmäher mit Wankelmotor. Also der Wankelmotor selber, dieses Konzept, das hat mich richtig fasziniert. Es gibt zwar noch Firmen, die jetzt wieder damit experimentieren und die das auch verwenden und einbauen, aber in Fahrzeugen selber ist es ganz, ganz selten geworden. Und deswegen fahre ich auf diesen Ro 80 sehr gern und meine anderen Wankelfahrzeuge.